Kinder, schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wieder unterwegs. Schönes Wetter haben wir. Und wir sind in der Nähe von Iraklio. Und zwar werden wir den Berg Juchtas hinauflaufen. Mein Hausberg, ich wohne quasi in der Nähe dort nebenan. 811 Meter hoch ist der. Und ja, wie lang? Wie viele Kilometer? Keine Ahnung. Wir sind den schon so oft gelaufen, dass wir wirklich keine Ahnung mehr haben. Das heißt, wir werden euch das auf unseren Spickzettel dort draufschreiben. Und ja, loslegen tun wir hier unten bei Achanes. Jetzt geht es gleich erstmal bergauf. Geht fast heute die halbe Tour natürlich. Bis nach Anemos-Bilyar. Von Anemos-Bilyar werden wir dann einen kleinen Pfad nehmen, hoch zu den Antennen, wie wir immer sagen, auf den Berggipfel, auf den ersten. Rüber geht's dann auf den zweiten Berggipfel nach Aphrodis Christos, zu einer Kirche. Und dann werden wir einen kleinen Pfad wieder runternehmen zum Ort Achanes. Richtig. Ja, und bei den Antennen machen wir Frühstück. Bei den Antennen machen wir Frühstück. Ja, da vorne, da werden wir jetzt gleich abbiegen, noch ein kleines Stückchen und dann werden wir auf einem kleinen Feldweg, ja, unser erstes Stück hochlaufen bis zu einer anderen kleinen Straße, die uns dann nach Anemos-Bilyar bringt. Die Blümchen hier, sehr schön. Man hört die Leute arbeiten draußen. Und da oben vor uns der Juchtas. Und da müssen wir hoch. Man hört uns ordentlich keuchen. Wir haben das erste Stück, bleiben jetzt eine Weile bis nach Anemos-Bilyar hier auf dieser Straße. Aber auch hier haben wir einiges an Steigungen zu bewältigen gleich. Ja. Ne? Ja, also bis wir oben bei den Antennen sind, haben wir heute noch einiges zu tun. Es geht bergauf. Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent diese Steigung hat. Aber es ist reichlich. Da beginnt unser kleiner Pfad. Und wir werden uns jetzt hier langsam auf diesem Pfad dann, ja, bis zum ersten Gipfel arbeiten. Ja, wir laufen ja diesen alten minoischen Pfad hoch, eigentlich an der Westseite des Berges Juchtas. Und wenn wir dann oben angekommen sind, da gibt es dort oben noch eine Kirche. Dann werden wir an der Seite, wo Achanes ist, wo wir auch geparkt haben, das heißt an der Ostseite des Berges, dann wieder den Abstieg machen. Es geht stetig bergauf. Ja, ist so, wenn man auf den Berg steigt. Da hinten sieht man schön den Psiloritis, den höchsten Berg Kretas, schneebedeckt. Ja, die Aussicht bleibt eigentlich gleich. Nur ab hier kann man dann auch unser Endpunkt dann auch sehen, wo da oben die sogenannten Antennen sind. Wir wenden uns jetzt auch ein ganz bisschen von der Seite des Berges ab, denn jetzt wird es langsam hier weiter hochgehen und dann werden wir über diesen Bergrücken dann da hochkommen. Ja, manchmal muss man hier beim Juchtas auch so ein kleines bisschen kraxeln. So, und jetzt kann man die Antennen oben schon ein bisschen besser sehen. Und ganz hinten in der Ferne kann man die kleine Kirche sehen. Wir sind jetzt hier in dieser Mulde oder wie ich das immer nenne, hier im Kräutergarten. Hier war früher mal ganz nett gemacht, das alles beschildert. Sieht man hier auch ein bisschen noch die Schilder, aber die sind mittlerweile so verwittert, dass man tatsächlich nichts mehr wirklich lesen kann. Wir nähern uns langsam, haben aber eben gerade entschieden, wir werden nicht da oben frühstücken, sondern ein kleines Stückchen weiter unten, damit es ein bisschen windgeschützter ist. Am Frühstückspunkt sind wir angelangt. Juhu! Ich weiß nicht genau, was das hier gewesen ist, aber ich sage immer, das ist der Empfangsbereich gewesen. Ja, man sieht hier noch ein Stück wunderschön hier so gepflastert, auch mit so einem kleinen Weg davor. Ja, wie Sonja schon richtig bemerkt hat, wie so ein Empfangsbereich, dass die hierher gekommen sind und dann hoch, dann zu diesem Punkt, wo diese andere Ausgrabungsstätte ist. Dieses Heiligtum, welches oben auf dem Berg ist. Ja, das war also die minoische Rezeption.
Aber jetzt haben wir die andere Seite, so quasi die Ostseite des Berges. Und man sieht dann, wenn wir gleich ums Eck sind, unser Ausgangspunkt Achanes. Und dann hier natürlich auch die andere Seite von Heraklion. In der Ferne dann auch die Insel Dia. So, da sind wir jetzt gerade hochgeklettert. Ja, da. Hallo. Ja, Ich bin froh, dass ich oben bin. ja, ich auch. Ja, wir sind hier oben angekommen. Hier bei den Antennen. Und vor uns, da kann man auch eine feine Schlucht sehen. Das ist die Knossos-Schlucht, wenn man so will. Irgendwann werden wir da auch ein Stückchen zumindest diese laufen. Und dann oben bei diesem Miniwald, Furni heißt das dort, auch einen Rundgang machen. Irgendwann wird da auch nochmal ein Video von gemacht. Auch hier eine Ausgrabungsstätte, auch wieder aus minoischer Zeit. Und an einer Stelle ist der Zaun schon seit Jahren kaputt. Und mal gucken, wenn der immer noch kaputt ist. Vielleicht schlüpfen wir da doch mal rein und gucken. Ein paar Gebäudereste. So, hier wie so ein Aufgang. Ja, hier sind wir wirklich bei diesem Gipfelheiligtum und wirklich oben auf dem Gipfel. Man sieht, ja, hier Ausgrabungsstätte alt, nebenan die Nachbarn, die Antennen, neu, moderne Zeit. Und unser nächstes Ziel ist dort hinten die Kirche. Da sind wir auch auf diesem kleinen gepflasterten Pfad angekommen. Der bringt uns jetzt bis zur Schotterstraße und dann noch ein kleines Stückchen weiter haben wir dann auch die Kirche. Da haben wir auch das Treppchen erreicht, zur Kirche hoch, nach Aphendis Christos. Hier waren noch mehrere Besucher, wie man sehen kann. Sie machen sich gerade davon. Und wir sind jetzt hier bei der Kirche Aphendis Christos, 811 Meter hoch. Ja, der Berggipfel hier bei der Kirche. Gehen wir mal kurz rein. Eine dreischiffige Kirche hier. Das, was man kennt bei den Ikonen, Tamata. Und ich habe auch ein Kerzchen angezündet. Und bevor wir gehen, werde ich dieses dann natürlich auch wieder ausblasen. Hier die Treppchen wieder runter und ein kleines Stückchen weiter werden wir dann einen kleinen abschüssigen Pfad nehmen. Jetzt geht es weiter hier, den kleinen Pfad runter. Der ist so ein bisschen nicht ganz ohne, der ist ziemlich abschüssig. Das heißt, auch ich habe tatsächlich meine Stöcke rausgeholt. Da ist eine Ziege. Ach Gott, habe ich mich erschrocken. Wir kommen jetzt hier gleich auf die Schotterstraße, die hochführt zur Kirche. Die werden wir aber im Endeffekt fast nur queren und werden dann auch da auf der anderen Seite schon wieder dann auch weiter einen kleinen Pfad runterlaufen. Ja, wer sagt's? Denn auch da haben sie wieder jemanden aufgespießt. So, hier sieht man noch mal sehr schön Achanes. Da wollen wir hin. Da steht das Auto. So, und da ist das Ende dieses kleinen Pfades in Sicht. Tata. Da sieht man schon die Schotterstraße. Und jetzt sind wir auch fast unten. So, wir sind wieder oben angekommen, diesmal gefahren, weil nämlich auf der anderen Seite des Berges Juchtas gibt es nämlich einen Tierfriedhof, und zwar für die Nutztiere schon seit Urzeiten, wenn nicht schon seit minoischer Zeit, keine Ahnung, aber schon seit Urzeiten werden die alten Nutzlasttiere, die krank sind, alt sind, hier hochgebracht. Dann natürlich, wie sagt man das jetzt vernünftig, getötet, sodass sie nicht leiden und verenden hier. Und da sind nämlich Nester von Geier. Und diese Geier kommen dann und bedienen sich. Und das kann man gleich dann auch sehen, dass dort sehr viele Knochen rumliegen. Und man sieht wirklich
Ja, die das nicht sehen können, die sollen jetzt mal weggucken. Genau. Das dann hier die, ja, meistens sind es Esel, die doch hier noch immer noch auf Kreta doch regelmäßig dann auch genutzt werden. Und wie man sieht, es wird immer noch wie alther gemacht, dass man die Tiere zum Sterben hier hochbringt. Ja, und die Geier kommen schon. Wollen doch mal schauen, was hier los ist. Ja, und Sonja weiß, dass hier oben eine Höhle ist. Also, wo gehen wir hin? Da haben wir auch die Höhle erreicht. Da ist der Höhleneingang. Und dann gehen wir da gleich natürlich noch mal rein und gucken. In der Höhle, der Vorraum ist nicht so wahnsinnig tief, ist ein bisschen rutschig. Da haben wir noch einen kleinen Nebenraum. Ich glaube, das geht da hinten auch nicht weiter. Und dann haben wir hier, das habe ich letztes Mal entdeckt, hier runter geht es auch noch. Da unten ist auch noch ein Raum. Das sieht man auch nicht so wirklich gut. Aber da kann man auch noch runter. Da bin ich aber nicht runtergeklettert und das werde ich heute auch nicht machen, weil das ist mir ein bisschen zu eng, ehrlich gesagt. Das will ich nicht. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Was da unten liegt, was ich da finde. So, also wie gesagt, eine kleine Höhle, aber einen kleinen Abstecher auch wert. Und somit sind wir dann auch wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bei unserer nächsten Wanderung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.